Ich habe kein Mikro. Doch, du hast ein Mikro. Ja, wir sind mal wieder in der Elektrogarage.com bei Wolfgang Müller, dem Tesla-Gutachter. Heute haben wir mal nichts Technisches, sondern was Manuelles. Und zwar ist das hier das Scheibenwischergestänge von dem Model S, was immer ein Problem ist bei den alten Model S. Wolfgang, erklär mal kurz die Problematik, worum es heute geht. Ja, es ist meistens das Außengelenk hier, was ausschlägt. Und dann haben wir ja schon so kleine Videos gemacht oder auch so mal gezeigt. Da gibt es halt dann, wenn das ausschlägt, kommt der Wicherarm praktisch an die Motorhaube innen. So, hier sieht man jetzt, wie das bei einem älteren Model S ist. Das hat schon über 250.000 gelaufen. Da ist es richtig hohes Spiel. Versucht das mal sehr drauf zu kriegen. Ich kann das ja hier nochmal gerade simulieren. Hier sieht man halt die Schleifstelle. Soll ich ein bisschen Licht machen? Zack. Und hier sieht man, wie das an die Frontklappe kommt. Da an den Stellen. Ich will das mal eben fixieren. Ah genau, man sieht es richtig. Ja. Wenn man jetzt hier guckt, auf dieses Gelenk hier, dann sieht man, wie das ausgeschlagen ist. Ja. So, und das Scheibenwischergestänge, was du jetzt gekriegt hast, da hat jemand ein gebrauchtes Scheibenwischergestänge irgendwie ausgebüxt und hat das neu gelagert. Kannst du mal kurz sagen, was jetzt erneuert wurde, welche Buchsen? Also mit dem Das sieht man hier. Also hier ist ja letztendlich ein Sägerring, der da drauf ist. Ne? Wenn man den abmacht, kann man diese Buchse nach unten rausziehen, beziehungsweise die Welle nach unten rausziehen. Und dann wird hier in diesem, das ist ja Aluminium oder ja, das wird Aluminium sein, ist dann halt so eine Lagerbuchse drin oder zwei. Und die schlägt halt aus. Ne? Und die wird dann letztendlich erneuert. Die haben auf beiden Seiten natürlich, ne? Einmal genau. Hier, einmal hier. Ja, also es waren beide Seiten auseinander. Hier sieht man, ist es neu angeschweißt worden. Ja. Und dann sieht man jetzt hier unten, ist diese Welle auch an den Hebel neu angeschweißt worden. Auf der anderen Seite auch was? Genau. Und einmal hier, genau. Du meinst also, die Buchsen jetzt hier, die sind nicht neu, ne? Die hier. Nee, diese Kunststoffdinger sehen nicht so neu aus. Ne? Okay, Preis, ich habe jetzt 250 € bezahlt, aus Kroatien ist das Ding gekommen. Und ist ja. jetzt Austausch, ne? Also Austausch, also ich muss heißt, mein das, altes zurückschicken. Genau, rausbauen, muss wieder zurückgeschickt werden und dann wird das wahrscheinlich auch instand gesetzt. Ne? Mhm. Jetzt gucken wir uns das alles mal an. Also sehr nachhaltig eigentlich. Ne? Es ist nachhaltig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob wir uns das aus Nachhaltigkeitsgründen das Versenden auch noch sparen können, ob man es nicht selber machen kann. Das wäre natürlich eine super Sache, weil ja, das ist so ein bisschen dann alte Mechanik, die dann normalerweise da Messingbüchsen reinmachen, aushonen, anschleifen. Also sieht gar nicht so kompliziert aus, ne? Aber wir holen mal das alte Gestänge raus. Problem wird sein, wenn man hier wirklich irgendwas schweißen soll oder so, das sein muss, weil hier auf Alu schweißen, da habe ich also keine Möglichkeit, das müssten wir dann also auch wieder wegbringen. Das hier ist ja Stahl. Ich weiß aber jetzt eigentlich auch nicht, warum diese Welle da neu gemacht wurde oder ein Stück der Welle neu gemacht wurde. Ich kann es im Moment gar nicht sagen, nachvollziehen. Wir schauen uns gleich mal das andere Gestänge an, im Vergleich daneben, was da der Unterschied ist. Hier ist ein bisschen Längsspiel, aber es ist kein, ja, das ist jetzt nichts Schlimmes. Okay. Ja, dann bauen wir es mal aus. Da hat schon einer Vorarbeit geleistet. Ja, wir haben so ein Einzelmännchen. Ne? Also am ersten muss man fairerweise sagen, wo wir die diese Wischergestänge, wie heißt das, wo man diese Dinger abgemacht hat, war es wirklich schwierig. Aber weil die schon ein paar Mal ab waren, wird es jetzt eigentlich auch ohne Abzieher gehen. Im Moment nicht so.
Sieht nicht so aus. Aber habe ich da. Kein Problem. Klack. So, das war der erste Streich. Klack. Da war er. Jetzt habe ich keine Scheibenwischer mehr, Wolfgang. Ja, so. So, Wolfgang, welche Schrauben hast du denn jetzt gelöst, um an das Also Geschirr dieses zu kommen? Windleitblech, das ist hier eingeklipst in so eine Nut. Das muss man vorsichtig rausmachen, dass die nicht kaputt geht. Und dann hat es hier noch Klammern. Das sind diese normalen. Hier sind 2 Klammern und hier unter den Gummilippen sind 2 Klammern. Und dann kann man dieses Windleitblech komplett rausnehmen. Ne? Und dann kommt man hier an die Verschraubung an dem Wischermotorgestänge. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das da rausgefummelt kriegen. Oder ob hier der Träger noch weg muss. So, jetzt haben wir das Ding raus. Wolfgang, siehst du denn schon einen gravierenden Unterschied von den Buchsen oder irgendwas? Also wir haben jetzt im Vorfeld das neuere Teil und im Hintergrund ist das alte Teil, also was bei mir drin war. So, hier haben wir so eine Dichtung drauf, die sollte man dann noch tauschen. Die ist komischerweise hier nicht. So, machen wir die mal drüber. So, das passt. Das sieht gut aus. Wir müssen jetzt praktisch hier dieses Teil ein bisschen warm machen, damit wir den da rausgehebelt kriegen. Und dann müssen wir den Motor tauschen. Ja. Wir können das ja jetzt mal mit dem Sägerring da rausmachen. Den Sägerring. Kannst du mal eben mal hin und her biegen, dass man mal das Spiel sieht? Das dann quasi, dadurch schlägt er dann in die Motorhaube, ne? Genau, da ist ja dann noch so ein Hebel dran. Dann ist das natürlich mehr. So Wolfgang, was hast du denn jetzt gemacht noch? Ja, wir haben jetzt den Motor hier abgeschraubt. Das ist dein altes. Ne? Wie gesagt, da hatten wir ja noch dieses Wackeln gefilmt eben. Und hier diese diese Kunststoffdinger halt ein bisschen warm machen mit dem Heißluftföhn. Und dann kann man die hier praktisch abziehen. Ne? Und dann letztendlich. Das ist der alte Motor auf dem Richtig. neueren Gestänge. Ja gut, der ging ja noch einwandfrei. Ja. Also das ist jetzt kein Thema. Bauen wir erstmal deinen wieder ein. Ah ja, jetzt. Erstmal so darüber. Ich muss sowieso nicht noch hier. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Geschichte hier anklemmen. Die Stecker sind nicht so schön von Tesla. Dann sich echt was Besseres einfallen lassen. So. Ja. So. So, Jetzt müssen wir das. Ja. also hier. Warte. Erstmal nur ansetzen und dann machen wir die Stange wieder rein. Haben wir jetzt erstmal vorinstalliert. Jetzt machen wir mal einen kleinen Testlauf ohne die Wischerarme. Und hier das Rohr, das muss raus. Ne, hier unten hängt noch die Superbottle dran, an diesem Kunststoffhalter hier. Was ist die Superbottle? Ja, das ist dieser Druckluftspeicher für die Luftfederung. Ne? Ah, okay. Ja, genau. Sieht gut aus. Warte, das ist hier noch ein bisschen höher. Wir müssen nämlich hier oben in den Finisher rein. So, sieht doch wieder schön aus, Wolfgang, ne? Wie neu. Okay.
So wie neu. Ja, besser. Besser als neu. Ja, wunderbar. Gucken wir mal von oben rein filmen. Ah, wunderbar. Nochmal. Verstecken sich wunderbar. Ich habe kein Mikro. Doch, du hast ein Mikro. Okay. Okay, Wolfgang, Fazit von der ganzen Nummer? Ja, lässt sich reparieren halt. Ne? Man muss die Welle eigentlich austauschen und diese Büchsen. Und ja, wäre natürlich super, wenn man da eine günstige Reparaturlösung findet. Sprich, wenn man das Teil halt im Aftermarket kriegen würde, halt nur das Gestänge. Den Motor kann man ohne weiteres umbauen, der ist ja in der Regel nicht kaputt. Und dass man dann praktisch da mit einer günstigen Lösung um die 300, 350 Euro vielleicht was machen könnte. Ne? Also Tesla haben wir eben nachgefragt, 700 Euro hat der der letzte Kollege der Martin bezahlt. Mit Einbau und Vor-Ort-Service dann. Ja. Also komplett tauscht. Da wird der Motor getauscht mit dem Gestänge. Genau, da ist der Motor bei, aber wie gesagt, was nicht kaputt ist, muss ja nicht unbedingt erneuert werden. Ne? Das wird ja dann auch nur Also der Wolfgang bleibt am Ball, guckt sich das nochmal an und vielleicht gibt es, wenn das Video, wenn ihr es guckt, das wird ja wahrscheinlich nicht tagesaktuell sein, vielleicht gibt es ja eine Lösung dann. Ne? Danke sehr, Tesla-Gutachter Wolfgang Müller. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.